Hallo liebe Freunde unseres Kanals. Wir haben euch einen wesentlichen Teil der Fahrt vom Pico d'Ariedo Richtung Santo da Serra erspart und sind jetzt auch schon in der Region Santo da Serra angekommen. Hier hatten wir uns auch ein schönes großes Häuschen angeguckt. Das hatte 2 Hektar Land. Ja, aber mittlerweile muss ich sagen, können wir froh sein, dass daraus nichts geworden ist, weil das Wetter hier ist schon sehr speziell. Das liegt genau in der Wetterschneise. Also die Wolken kommen ja vom Norden, Nordosten immer auf die Insel zu, wälzen sich dann über die Vulkane rüber. Und Santo da Serra liegt eben auf bis zu 1100 Metern. Und dort haben die Wolken hervorragende Chance, auf die Südseite rüber zu kommen. Ja, und deswegen gibt es ja auch sehr viel Regen, aber stetig. Ja, ich glaube, wir können froh sein, dass daraus nichts geworden ist. Wir wären mit dem Grundstück nicht so glücklich geworden, wie wir es jetzt mit dem in São Jorge sind. Speziell im Winter hätten wir dort nicht so viel Spaß gehabt. Ich meine, es wäre immer noch besser gewesen als in Deutschland oder in der Schweiz vom Wetter her. Aber ja, man muss halt wissen, was man will. Jetzt fahren wir hier die Serpentinen runter Richtung Santo da Serra und sollten dann auch gleich mal in dieser Region ankommen. Das Grundstück, das war wirklich sehr, sehr schön. In so einer Talsenke angelegt. Vielleicht steigen wir gleich noch aus und zeigen euch das mal kurz. Mit einem Bach, der da durchführt. Und ja, es war schon ziemlich cool. Klimatisch auch wieder begrenzt. Tropische Früchte. Nee, da hatten wir keine Möglichkeit dafür. Es gab einfach Apfelbäume. Apfelbäume, ja. Und viel grünes Land. Jo. Passionsfrüchte hatten wir auch in 1, 2 Bäumen, die sich da hochgerankt hatten. Aber eben, ja, das, was wir jetzt in São Jorge haben, hätten wir dort gehabt. Ein riesiges Haus. Das hatte so eigentlich mehr den Charakter einer, ja, einer Herberge oder so, dieses Haus. Aber auf den ganzen Stockwerken, es hatte 3 Stockwerke und bestimmt insgesamt Wohnfläche 400, 500 Quadratmeter. Dort hätte man noch Wände einziehen müssen und noch eine Hüllenarbeit reinstecken müssen. Und da hätte man da ein richtig schönes Häuschen mit großem Landstück gehabt. Aber ja, mit dem Land war wieder irgendwas nicht in Ordnung. Wir haben da eine schwarze Müllkippe entdeckt, die mal irgendwann auch dann im Folgejahr zugeschüttet wurde und so. Der Makler von Remax, der war uns auch nicht sonderlich sympathisch und die Besitzer schon gar nicht. Die kamen irgendwie vom Festland in Portugal. Ja, und sind uns dann hinterher sogar noch auf den Sack gegangen. Ja, noch weiter mit dem Preis runter und noch weiter mit dem Preis runter. Und dann haben sie noch einen Zaun um das Grundstück gezogen und dann gab es auf einmal Probleme mit dem Wegerecht, mit einem Nachbargrundstück und. Ja, total viele Hunde begraben. Und da haben wir uns dann halt entschlossen, ja, diese Sache sein zu lassen. Fahren
falls wir jetzt gleich hier nicht aussteigen wegen dem scheiß Wetter, werde ich einfach dann zu Hause. Hier beginnt das Grundstück. Ja. Mit dem Zaun, den sie gezogen Ja. haben. Dann werde ich zu Hause einfach mal etwas ältere Videos einschneiden, damit ihr das seht. Hier unten ist das Haus, das gelbe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann auf der Cam. Ja. Das musst du so. Ja, und dann werde ich zu Hause ein paar ältere Videos dazu schneiden, damit man das genau sehen kann. Ja, es ist immer noch zu verkaufen. Immer noch von Remax. Es ist immer noch ausgeschrieben. Ja, also Lust zum Aussteigen habe ich jetzt nicht. Nee. Du auch nicht, ne? Nein, nein. Ja, dann werde ich ein paar Videos dazu schneiden. Dann könnt ihr das sehen. Mit etwas mehr Sonnenlicht und so. War auch ein schönes Häuschen hier. Ja, und der Bach, der plätschert. Da hört man bis hier oben. Schon schön hier. Und sogar im Winter schneit sie nicht. Etwas kühler als unten an der Küste natürlich, aber hier schneit es nie. Ja. Ja, ja. So, und jetzt muss ich mal anfangen, richtig zu filmen mit der großen Kamera. Sonst wären wir hier nie fertig. Guckt euch das gut an. Denn ich glaube, wir werden das kaufen. Habe ich jetzt kaufen gesagt? Ja, ne? Aha. Kaufen! Dort unten fließt der Bach entlang, so in diese Richtung dort. Und das ist die Grundstücksgrenze. Der Bach fließt dort weiter, dort weiter und endet, ja, das Grundstück endet dann dort unten. Ja, und das hier gehört alles mit dazu, ne? Das hier gehört alles mit dazu, alles gehört mit dazu. Alles in schönen Terrassen gemacht. Ne? Die Terrassen wird man wohl etwas absichern müssen hier. Ja, kommt ein bisschen Arbeit auf uns zu, aber ja, ne? Irgendwas muss man natürlich machen. Ja, das ist erstmal so, sind so die ersten schnellen Videos hier von diesem Grundstück, ne? Und die Aussicht, die werde ich gleich nochmal filmen von der Terrasse aus. Also die ist bombig. Man sieht ja da hinten, da hat man Terrassenmöglichkeiten. Und Möglichkeiten da Panoramafenster reinzumachen und so. Aber das kommt dann alles in den Videos mit dem Haus. Das ist ein absolutes Top-Grundstück. Absolut top. Es ist etwas höher hier, 770 Meter. Etwas schlechteres Wetter als unten an der Küste. Aber ja, davor haben wir ja keine Angst. Ne? Wir wollen es ja gar nicht so heiß im Sommer. Ne? Es ist schön hier und Riesenbäume, seht ihr die? Riesenbäume, die sind bestimmt 50 Meter hoch. 2 Stück direkt am Haus dran. Jo. Ja, gucken wir mal weiter, ne? Aber sie haben auch, zuerst war es schön mit vielen Bäumen und dann haben sie auch alles gerodet. Ja. Haben mit Caterpillars alles platt gemacht. Ja, jetzt einen riesigen Zaun drumherum gezogen und der hat erstmal Geld gekostet. Boah. Also ein riesiges Grundstück.
aber auch etwas klimaungünstig. Nee, das passt alles so, wie es jetzt ist. Ja, und von Santo da Serra jetzt hier oben haben wir einen ganz einfachen Weg, um wieder zum Baia Brava, zu unserem Hotel zu kommen. Kommen wir dann nicht auch noch beim Weißen Haus vorbei? Das haben wir uns ja auch angeschaut. Am Weißen Haus würden wir auch noch vorbeikommen, was wir uns mal angeguckt haben. Stimmt, das war ja auch noch. Das stand auch zur Diskussion, das sah so toll aus im Inserat, mit den Fotos von innen. Und als wir dann drin waren, war alles viel kleiner irgendwie. Ja, ja. Es hatte dann plötzlich nur noch 2 Schlafzimmer, aber ja. Und 3 Bäder oder so. Ja. Und alles auch ein wenig verfallen schon. Ja, der Zustand war nicht so toll und das Grundstück lag auch so in einer Talsenke drin, in einer Kurve. Jo. Das Aber heißt, schon auch in einem Wetterloch, ne, mit wenig Sonne, relativ ja. wenig Sonne. Ja, weil es eben so in einem Loch war. Ja, hatten wir uns angeguckt. Ja. Das war ja der Favorit eigentlich von meinem Vater. Zuerst, also Ja. schneller Favorit von den Bildern her. Von den Bildern hat es uns auch sehr gut gefallen. deswegen. Und in der Realität waren wir dann enttäuscht. Ja. Und es war auch nicht billig, das Haus. Ne? Ja. Wie viel wollten Sie da nochmal für eine? Ich glaube, 250.000 wollten Sie da haben. Ne? Ja, ja. Ja. Und das ist natürlich ein Haufen Geld und so viel hatten wir auch gar nicht. Nee. Man hätte sich alles beschaffen können, aber Ja, zur Not. es hatte für uns nicht den Wert, Eben. um da sich noch zu verschulden. Wenn es jetzt das perfekte Haus gewesen wäre, Ja. dann hätte man sich über die Finanzierung Gedanken machen können. Man muss halt schon zu 100% überzeugt sein, dass man das will. Ja. Sonst lässt man lieber die Finger davon. Und um hundertprozentig überzeugt sein zu können, kann ich jedem nur raten, der auch sowas Ähnliches vorhat, wie wir es vorhaben oder jetzt durchziehen. Ja, man besucht die Insel und legt sich direkt 20, 25 Objekte zurecht, die man besuchen will. Schließt schon ein Netzwerk mit irgendwelchen Maklern, informiert sich, wo diese Sachen liegen. Ja, und dann schaut man die sich einfach an. Man macht 3 Termine pro Tag oder 2 und Also, schaut sich einfach jedes Objekt an. wir waren ja zweimal auf der Insel für die 14 Tage und da haben wir uns einen Monat lang vorher schon sämtliche Inserate haben wir durchgekämmt, angeschaut, ausgesondert und am Schluss dann Termine vorbereitet, dass wenn wir auf der Insel sind, dass wir gleich mit den Besichtigungen beginnen können. Ja. Weil es einfach so viele Sachen gibt, die dann schief gehen können. Dann ist plötzlich das Haus nicht mehr zu verkaufen, dann ist, vielleicht war es nur ein Lockvogelangebot, Ja. gibt es auch. Vielleicht gefällt es einem dann plötzlich nicht mehr, vielleicht, ja, alles Mögliche. Man muss, wenn man 10 Häuser hat, die man besichtigen will, kommt am Schluss vielleicht noch eins in Frage, das man weiter im Auge behält. Jo. Da muss man einfach damit leben, mit Enttäuschungen und man darf sich nicht auf irgendetwas versteifen. Das ist so. Oh, wie viele Häuser haben wir uns angeguckt? Ja, wir hatten einen richtigen Marathon Ja, teilweise. 3 pro Tag oder 2 pro Tag mindestens und dann immer quer über die Insel gefahren. Und dann muss man auch Zeit investieren, weil für eine Besichtigung muss ja einerseits der Besitzer da sein für die Schlüssel, dann kommt die Immobilienfirma, die uns das zeigt. Teilweise hat der Besitzer eine Maklerin und wir haben einen Makler. Und dann müssen sich die beiden Makler noch absprechen, dann sind schon 4 Parteien vor Ort. Ja. Und jeder hält die Hände auf. Ja, jeder will sein Geschäft machen und vor allem muss jeder auch Zeit finden, um genau
dann an diesem Objekt zu sein. Ja, ja. Ja, und so macht man dann auch seine Kilometer auf der Insel, lernt die Insel aber auch kennen. Oh, wir haben so viel kennengelernt. Ja, man lernt auch die Zeit. Makler kennen. Die Makler, das ist auch sehr wichtig, dass man diese Charaktere auch mal kennenlernt. Ja, man darf nicht zu viel erwarten. Also rechtliche Fragen können Sie nicht beantworten. Wollen sie auch gar nicht. Wollen Sie nicht. Das interessiert Sie überhaupt nicht. Kritische Fragen interessieren Sie auch nicht. Alles, was Sie wollen, ist, dass man das Haus kauft und nicht so lange fackelt und fertig. Ja. Und da darf man sich nicht beirren lassen. Und da machen die Makler natürlich auch psychologischen Druck. Die üben Druck auf ein Haus. Na, wir haben dann noch jemanden, der sich dafür interessiert. Wenn sie merken, man interessiert sich wirklich etwas mehr für das Haus, dann machen sie auch gleich Druck. Ne? Das ja, nutzen sie schamlos. Dann haben sie plötzlich in der nächsten Woche schon wieder einen Besichtigungstermin. Ja, ja. Und wenn man kritische Fragen stellt, wie das genau ist da mit irgendwelchen Besitzverhältnissen, dann wird einfach abgelenkt und dann wird wieder die tolle Aussicht gelobt Ja, ja. und was man alles da machen kann und wie toll alles ist. Und auf, wie gesagt, auf konkrete Fragen wird gar nicht eingegangen. Und die muss man sich dann eben beantworten lassen von einer Anwältin, die dann wirklich Bescheid weiß im Immobilienkauf auf Portugal. So wie wir unsere Stefanie haben. Ja. Und Stefanie können wir wirklich jedem nur empfehlen, der sich in Portugal, egal ob Azoren, Madeira oder auf dem Festland, ein Haus kaufen möchte. Wir geben euch gerne die Kontaktdaten von Stefanie. Wir können sie nur warmherzig empfehlen. Sie hat uns sehr, sehr geholfen. Klar, sie möchte natürlich auch etwas Geld verdienen, aber um Gottes Willen macht solche Sachen nie ohne einen Anwalt, der sich damit auskennt. Ja, wenn dann wirklich ein Haus noch im Spiel ist, das man wirklich haben will, dann übergibt man ihr die Pläne und den Vertrag oder was auch immer zur Prüfung und sie kann dann sagen, ob es wirklich Hand und Fuß hat oder ob da grundlegende rechtliche Mängel vorliegen und Risiko besteht, das ganze Geld zu verlieren. So sieht es aus. Und den Maklern ist das egal. Ja, hier war das Weiße Haus. Zeigen wir euch auch nochmal. Ja, sieht man jetzt, muss man da hin. Sie kann, noch altes Material. Die Anwältin kann sämtliche Dokumente erstmal prüfen, ob das Haus überhaupt verkaufbar ist, ob die Besitzverhältnisse stimmen, ob das alles im Caderneta Predial, ob das vorhanden ist, ob es bei der Gemeinde korrekt gemeldet ist, ob Steuern gezahlt wurden und all diese Sachen prüft sie und dann kann sie sagen, ja, das Haus wäre legal zu kaufen. Ja, und dann kann man diesen Prozess mit den Maklern anstoßen und dann mit der Sicherheit, dass man eine Rechtsanwältin im Rücken hat, kann man diesen Kauf angehen. Aber um Gottes Willen niemals ohne. Damit wird man nicht glücklich. Wenn man so will, haben wir mit unseren ersten 2 Objekten, ja, wir haben unsere Anwältin bezahlen müssen, ne, obwohl es nichts geworden ist mit diesen Projekten. Aber ja. Schlussendlich haben wir dafür auch nicht viel Geld verloren, weil So wir das sieht es einfach aus. geblieben hätten. So Hat sieht sich es in dem aus. Sinn doch gelohnt. Ja. Und da hilft es dann auch nicht, auf die Anwältin dann böse zu sein oder so, ne? Weil sie hat ihren Job super gemacht. Ja, ich bin ihr dankbar. Ja. Gut, wir mussten, ja, Wir kann man mussten ruhig natürlich sagen. mit der Enttäuschung auch fertig werden. Erstmal mit der Enttäuschung und dann hat das natürlich 1500, 2000 Franken für uns gekostet, für die Aufwände, die sie hatte für die ersten beiden Häuser. Ja, die waren weg. Ja, aber mit der Gewissheit, wir haben gelernt daraus und wir sind immer auf der sicheren Seite. Und jetzt haben wir unser Haus. Jetzt haben wir unser Haus. Ja, wir haben uns nicht entmutigen lassen. Ja, ja. Für uns steht fest, wir wollten das. Und wenn es nach 2 Anläufen nicht klappt,
glaube, dann machen wir einen dritten Anlauf. Ja. Und wie gesagt, wir können euch Stefanie Müller-Bromley nur empfehlen. Sie ist eine deutsche Anwältin, die auch eine Lizenz für Portugal hat. Und sie macht hauptsächlich solche Immobilienunterstützung im Portugal-Festland, Azoren und Madeira. Sie hat Ahnung, ist eine nette Person. Ja, wärmsten können wir sie empfehlen. Ja, und da sind wir jetzt schon in Gaula wieder, hä? Noch kurz Familienneuigkeiten austauschen. Kleiner Plausch. Jo. Ja. Und mit Leute für geschäftliche Sachen empfehlen, bin ich persönlich sehr, sehr vorsichtig. Aber das kann ich wirklich ruhigen Gewissens tun. Ruhigen Gewissens. Meinst du, wir bekommen jetzt ein bisschen Rabatt auf unsere Rechnung? Vielleicht bei der nächsten Rechnung dann. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir... Was noch im Haus? Ja, nicht unbedingt Haus, aber ein Stück Land oder so, Ja. bei uns dort im Tal oder so. Ja, da gibt es ja noch, schöne Plätzchen. Ja, und wer weiß, mein Vater und Dagi. Ja. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Das Boot steht wieder. Das war kurz vor Weihnachten nicht hier. Ja, da war er wohl auf dem Meer. Jo. Estrella de Gaula. Stern. Ja, der Stern von Gaula. So, wir jetzt. Tja, da sind wir schon wieder in Gaula. So schnell geht das. Ah, jetzt ist mal. Bitte? Ah, nicht. Ich dachte, jetzt kommen wir zum Hotel von oben. Ah ja, Ja, kommen wir auch. dieses Mal von oben, genau. Obwohl, mit dem Ja, Wendekreis mit dem kann kommst das du. was werden. Nein, wird nicht, wird nicht, wird nicht, wird nicht. Und das Auto, das genauso gelb ist wie das Hotel, das gehört der Hotelbesitzerin. Ja, Besitzerin ist sie, glaube ich, nicht. Angestellte wird sie sein. Ne? Nein, sie sagte mir, sie hat das Hotel übernommen. Echt? Ja. Okay. Okay. Das war mir jetzt Hat sie. neu. Okay. Wenn sie das so erwähnt hat, dann wird das bestimmt stimmen. So habe ich das zumindest verstanden.
Ja, danke Leute, dass ihr dabei wart bei dieser Fahrt. Konntet ihr euch wieder ein paar Sachen anhören von uns. Ja, bis zum nächsten Mal.